Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag und es ist kein gewöhnlicher Spieltag, es ist Champions League Abend im Santiago Bernabéu, was könnte es Schöneres geben? Ja, und heute in dem Video bekommt ihr die volle Dosis Real Madrid. Ihr bekommt sämtliche Informationen zu dem Champions League Spiel heute Abend gegen den AS Monaco. Es ist ein verdammt wichtiges Spiel und trotzdem muss ich sagen, ich bin guter Dinge. Und ich bin guter Dinge, weil gestern sowohl Kylian Mbappé als auch Álvaro Arbeloa in der Pressekonferenz zwei Antworten gegeben haben, die mir sehr gut gefallen haben. Die werde ich euch in diesem Video natürlich zeigen und mit euch besprechen. Und auf der anderen Seite bin ich guter Dinge, weil laut AS Álvaro Arbeloa endlich erkannt hat, diese Mannschaft braucht Fußball, diese Mannschaft braucht Arda Güler. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, Champions League Abend im Santiago Bernabéu. Heute um 21 Uhr trifft Real Madrid auf den AS Monaco. Und es ist ein sau wichtiges Champions League Spiel. Ich zeige euch erstmal die Spielbegegnungen von heute. Und ich muss sagen, das Spiel, was mich am meisten interessiert, ist immer das Spiel von Real Madrid. Das ist logisch. Falls ich kein Madrid-Fan wäre, würde ich wahrscheinlich Arsenal gegen Inter gucken. Also das ist so das zweite interessante Spiel. Ich werde es mir wahrscheinlich im Laufe des Abends nach dem Champions-Spiel von Madrid noch anschauen. Ja, wie dem auch sei, ich habe gesagt, dieses Spiel ist wichtig und das beweist der Blick auf die Tabelle. Wie ihr seht, noch ist alles gut. Real Madrid mit 12 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz. Aber ihr seht, wir sind jetzt schon punktgleich mit dem 8. und mit dem 9. Liverpool auf dem 9. Tabellenplatz. Also nur wegen dem Torverhältnis sind wir da vorne. Und wenn wir noch weiter runtergehen, bis zum 20. Tabellenplatz, könnte uns heute theoretisch jeder einholen. Die haben 9 Punkte, mit einem Sieg sind die punktgleich. Also, die 3 Punkte sind heute Pflicht. Wenn du als Real Madrid nicht noch in diese extra K.O.-Runde möchtest, wenn du so weit wie möglich oben in der Tabelle musst, und ich habe es schon einige Male in meinen Videos gesagt, aber für diejenigen, die neu dazugekommen sind, sind ja sehr viele in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, vielen Dank dafür. Umso weiter du oben in der Tabelle landest, umso wichtiger ist es auch für die K.O.-Runden. Denn die Mannschaften, die weiter oben sind, haben in den K.O.-Runden Heimrecht. Und es gibt für Madrid nichts Wichtigeres als ein Rückspiel im Santiago Bernabéu. Das haben wir im Laufe der letzten Jahre gesehen, was da für verrückte Ergebnisse bei rumkommen können. Ja, und wer soll heute Abend für ein gutes Ergebnis für Real Madrid sorgen? Das ist die Kaderliste von Álvaro Arbeloa. Die Abwehr sieht ziemlich mau aus, bin ich ganz ehrlich. Auch ein Álvaro Carreras, der ist gesperrt, kann deshalb nicht spielen. Das wird wehtun. Im Mittelfeld hat Álvaro Arbeloa sich allerdings wieder mal Hilfe von Real Madrid Castilla geholt. Und das sind zwei neue Namen. Auf der einen Seite Pol Fortuny, auf der anderen Seite Mesonero. Und ich glaube so, Álvaro Arbeloa möchte jedem Castilla-Spieler mal dieses Gefühl geben, wie es ist, im Santiago Bernabéu zu sein auf der Ersatzbank. Also an sich gut. Dazu ist Mesonero ein ganz besonderes Talent. Den hat Arbeloa damals aus der A-Jugend schon nach Castilla geholt, obwohl er eigentlich noch zu jung war. Naja, dieser Junge hat Fußball in sich. Sind wir mal gespannt, ob wir die heute spielen sehen dürfen. Und es täuscht, glaube ich, auch ein bisschen, dass es viele Mittelfeldspieler gibt. Ich glaube, von diesen ganzen Mittelfeldspielern werden heute 2 in der Abwehr spielen. Aber dazu komme ich gleich, wenn ich die Aufstellung mache, die ich machen würde, wenn ich heute Trainer von Real Madrid wäre. Ja, wie dem auch sei, das ist der Kader. Und ich habe euch gesagt, die Pressekonferenz, da gab es 2 Antworten, die mir besonders gefallen haben. Ihr müsst euch vorstellen, die beiden Pressekonferenzen gingen zusammen eine halbe Stunde. Ich kann euch also leider nicht alle Antworten zeigen. Es gab auch Antworten, die mir nicht so gefallen haben. Arbeloa hat zum Beispiel gesagt, ein Vini Junior wird immer unter ihm spielen, sobald er fit ist und seine Leistung bringt. Viele verstecken diesen Zusatz. Naja, ich bin der Meinung, kein Spieler von Real Madrid sollte eine Einsatzgarantie haben, sondern sollte sich das immer wieder erarbeiten. Aber das ist so eine persönliche Meinung. Aber bevor Álvaro Arbeloa was gesagt hatte, war Kylian Mbappé an den Mikrofonen. Und man kann von Kylian Mbappé halten, was man will, fußballerisch. Aber eine Sache ist zu 100% klar. Kylian Mbappé hat PR-Training durchgespielt. 1+ mit Sternchen. Kein Komma ist falsch, der sagt immer genau das Richtige. Ja, und meiner Meinung nach hat er das auch bei dieser Frage und dieser Antwort getan.
Apropos Bernabeu, ich wollte dich nach dem Ärger neulich fragen. Wie hat die Kabine das erlebt? Und wie wollt ihr das Ruder jetzt wieder rumreißen? Wegen der Pfiffe. Wenn ich dir meine Meinung sage, ich denke, ich verstehe das. Ich verstehe die Leute. Bevor ich Profi war, war ich ein Junge, der jedes Fußballspiel geschaut hat. Und wenn ich unzufrieden war, was habe ich getan? Entweder schlecht über die Spieler geredet oder, wenn ich im Stadion war, gepfiffen. Also letztlich verstehe ich das, denn die einzige Chance für die Leute und den Madridismo, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ist im Stadion. Und zu pfeifen, das verstehe ich, weil wir es nicht gut machen. Aber die einzige Sache, die mir neulich nicht gefallen hat, ist, dass ich die Pfiffe zwar verstehe, aber wenn, dann gegen den ganzen Kader. Man sollte nicht mehr gegen einzelne Spieler pfeifen, denn es ist nicht die Schuld Einzelner, sondern der ganzen Gruppe, des ganzen Teams. Wir machen es als Team schlecht und ich denke, wir haben den Charakter und die Persönlichkeit, das auf dem Platz zu ändern und dass der ganze Madridismo hinter uns steht. Ich sehe nicht, dass der Madridismo gegen uns ist. Der Madridismo ist wütend, das ist normal, also es liegt an uns, das auf dem Platz zu ändern, Spiele zu gewinnen, gut zu spielen. Und ich bin sicher, dass sie wieder zu uns zurückfinden werden. Ja, und als ich diese Antwort gehört habe von Kylian Mbappé, habe ich gedacht, gesprochen wie ein wahrer Kapitän. Das soll der Kylian Mbappé sein, der angeblich die Kabine durcheinander bringt, der schlecht ist für die Kabine, für die Stimmung, für die Atmosphäre. Also, ich muss nicht unbedingt seiner Meinung sein, denn wir wissen alle, warum einige Spieler explizit ausgepfiffen wurden und das hat nichts mit dem Sportlichen zu tun. Aber er hat das gemacht, was ein wahrer Kapitän, ein wahrer Teamspieler macht. Vor allem finde ich es auch gut, dass er den Madridismo verteidigt. Der versteht die Fans, der war selber mal Fan und weiß, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Chance haben, unseren Unmut auszudrücken. Also finde ich gut, dass der den Madridismo versteht. Der hat es als Junge genauso gemacht, aber wie gesagt, wie ein echter Kapitän stellt er sich vor die Mannschaft und sagt, na, aber nicht Einzelne auspfeifen, wenn dann alle. Wie gesagt, ich muss zwar nicht 100% einverstanden sein mit der Antwort, aber der Mensch Kylian Mbappé hat mich wieder einmal überzeugt. Ja, und ich habe euch eben gesagt, nicht nur Kylian Mbappé hat eine sehr gute Antwort gegeben, sondern auch Álvaro Arbeloa. Auch er wurde auf diese Pfiffe angesprochen und hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Eine klare Botschaft. Ihr wollt die Unterstützung des Bernabeu, ihr wollt zudem, dass diese Unterstützung oder die Pfiffe im Bernabeu nicht gegen bestimmte Spieler oder gar den Präsidenten gerichtet sind. Nun, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast oder ob ihr intern die Befürchtung habt, dass diese aktuelle Situation den Beginn eines kleinen sozialen Risses im Madridismo auslösen könnte, so nach dem Motto, du bist Madridista, du nicht, du ja, du nein. Ich weiß nicht, ob euch das ein wenig Angst macht. Nein, wirklich. Ich sehe, dass ihr sehr besorgt wegen der Pfiffe seid, aber ich weiß, wie das Publikum im Bernabeu ist, weil ich selbst ein Teil davon war. Und das habe ich auch den Spielern gesagt. Wenn das Publikum im Bernabeu eines ist, dann ist es gerecht. Und jetzt liegt es an uns, diese Pfiffe in Applaus zu verwandeln, damit sie den Einsatz sehen, von dem wir sprachen, die Qualität der Spieler und den Fußball, den wir Real Madrid zeigen müssen, den das Publikum liebt. Daran arbeiten wir gerade und wir wissen, dass sie auf unserer Seite stehen werden. Wir haben also keinerlei Zweifel daran, dass das Publikum im Bernabeu seine Mannschaft sehen will und dass wir ihnen diese Emotion und Leidenschaft vermitteln, die sie für Real Madrid empfinden. Wir sind uns dessen sehr bewusst und freuen uns riesig auf das Spiel morgen. Die Mannschaft brennt wirklich darauf, ins Bernabeu zu kommen und vor ihren eigenen Leuten zu spielen. Niemand sollte daran zweifeln, dass wir sicher sind, dass das Bernabeu uns unterstützen wird. Davon sind wir überzeugt. Und wir werden unser Bestes geben, um zusammenzustehen und um die 2 verbleibenden Titel zu kämpfen. Ja, und ich muss ganz ehrlich zugeben, die ersten 2-3 Tage, obwohl ich Álvaro Arbeloa liebe und wie gesagt eine Legende des Madridismus, für mich wie der Real Madrid gelebt hat als Spieler, da fühlte ich mich so identifiziert wie mit keinem anderen Spieler. Also ich bin wirklich ein Álvaro Arbeloa Fanboy. Wenn der vor mir stehen würde, ich würde, glaube ich, zittern. Trotzdem war ich die ersten 2-3 Tage nicht zufrieden, weil ich sauer war, dass Xabi Alonso gehen musste. Im Endeffekt kann aber ein Álvaro Arbeloa da nichts für. Und wenn ich den so reden höre, der ist einer von uns. Der versteht den Madridismo. Der versteht ganz genau, natürlich lieben wir diese
Bastarde auf dem Fußballplatz. Diese Jungs, also versteh mich bitte nicht falsch, nicht, dass ihr es übel nimmt. Natürlich möchte ich, dass Real Madrid gewinnt, egal wie sauer ich bin, und ich werde die auch wieder unterstützen. Aber die sind jetzt erst einmal in der Bringschuld. Wir Fans haben mehr als genug gebracht, gekämpft, diesen Kader, diese einzelnen Spieler verteidigt in den letzten 1,5 Jahren, während die uns gefühlt ins Gesicht gespuckt haben. Also vielleicht überdramatisiere ich das, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt sind die erstmal in der Bringschuld. Jetzt müssen die uns wieder abholen. Die müssen uns zeigen, dass die Pfiffe verstanden haben und wissen, was wir von denen wollen. Harte, ehrliche Arbeit von der ersten bis zur 90. Minute und auch auf dem Trainingsgelände 1 Stunde vorher, bis der Abpfiff ist beim Training, und danach gehst du noch ins Gym, ernährst dich vernünftig und schaust, dass du der beste Profi bist, der du sein kannst, solange du bei Real Madrid spielst. Ja, wie gesagt, die Antwort von Álvaro Arbeloa hat mich sehr, sehr abgeholt, andere nicht so. Wie gesagt, da habe ich ja eben das schon so gesagt, aber da hat er mir gezeigt, er versteht den Madridismo. So sehe ich das. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ihr wisst, die Kommentarbox steht euch jederzeit frei, um mir eure Meinung zu sagen. Ihr wisst auch, ich versuche auf so viele Kommentare wie möglich zu reagieren. Aber dass ihr liken und teilen sollt, das sage ich euch am Ende des Videos, nicht jetzt. Ich muss auch noch zur Aufstellung kommen. Ja, und bevor ich zur Aufstellung komme, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, hat mich gestern eine Nachricht vom Ass, ja, nicht überrascht, aber positiv, ja, überrascht, formuliere ich es mal so. Denn Álvaro Arbeloa soll eingesehen haben, ein Arda Güler ist für diese Mannschaft unverzichtbar. Lesen wir uns diesen Artikel zusammen einmal durch. Arbeloa wird in der Champions League alles geben, Güler zieht dabei die Fäden. Der neue Trainer sieht in dem Türken den Spieler, der dem Team Rhythmus verleihen kann, und will zudem das Defensivsystem verstärken, um in Europa Wunder zu vollbringen. Álvaro Arbeloa kam mit 3 Prioritäten zu Real Madrid. Güler zum Dreh- und Angelpunkt des Teams zu machen, die Defensivschwächen zu beheben und die Fitness der Mannschaft zu verbessern. Die ersten beiden Punkte fallen direkt in den Verantwortungsbereich des neuen Trainers, während Pintos, der mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und der vollen Unterstützung des Vereins zurückkehrt, die dritte Aufgabe übernimmt. Niko Mihic wird dabei ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen. Die medizinischen Abläufe sowie insbesondere Mbappés Knieverletzung, die den Ärzten große Sorgen bereitet, überwachen. Nach der Niederlage im Supercup, dem Ausscheiden aus der Copa del Rey und dem Verlust der ersten beiden Saisontitel innerhalb von 72 Stunden gilt es nun in der Champions League, dem Lieblingswettbewerb von Real Madrid, alles zu geben. Der neue Trainer setzt den türkischen Mittelfeldspieler bereits im Spiel gegen Albacete ein, in dem Güler als einziger Spieler überzeugte. Doch das negative Ergebnis und das Ausscheiden verbannten ihn am Samstag im Bernabeu-Stadion auf die Bank. Gegen Levante kam er in der zweiten Halbzeit zum Einsatz, um die Situation zu retten, und bewies seine Fähigkeit, das Spiel zu lenken und seine Mitspieler, insbesondere Mbappé, der den türkischen Mittelfeldspieler als Spielmacher unterstützt, zu verbessern. Also Kylian Mbappé unterstützt Arda Güler natürlich, wie auch nicht. Also diese Connection. Anscheinend hatten Kylian Mbappé nach Arda verlangt. Naja, lesen wir mal weiter. Die Einschätzung des Trainerteams zeigt in 3 Punkten absolute Übereinstimmung. Ein Mittelfeldspieler mit gutem Spielaufbau wird benötigt. Die Defensive muss verstärkt werden und die Spieler müssen dringend ihre Fitness zurückgewinnen. Tchouaméni und Bellingham sind für den letzten Punkt wichtig, doch der eine agiert eher defensiv, der andere offensiv. Gesucht wird ein Spieler, der auch die Flügel abdecken kann und über ein gutes peripheres Spielverständnis verfügt. Von den aktuellen verfügbaren Spielern ist Güler die erste Wahl. Arbeloa wird ihm einen Stammplatz geben, ihn dort halten und ihm die nötige Spielzeit zur Entwicklung einräumen. Ob er sich dann etabliert, liegt in den Händen des türkischen Spielers. Er hat zwar einen gewissen Spielraum, aber keinen unbegrenzten. Ja, also, ihr habt es selber gehört oder gelesen. Laut AS wird Álvaro Arbeloa Arda Güler einen Stammplatz geben und ihm auch die nötige Spielzeit zur Entwicklung geben. Ja, und ich glaube, was heißt hier Entwicklung? Das ist ein anderes Thema. Okay, der ist natürlich, jeder muss sich immer entwickeln, versteht mich da nicht falsch. Aber er kriegt eine Chance. Und ich glaube, wir haben alle Anfang der Saison gesehen, was Arda Güler produziert, wenn er eine Chance bekommt oder regelmäßige Spielzeit.
Er hat Europa als Mittelfeldspieler dominiert. Und das sage ich nicht, weil ich eine Madrid-Fanbrille aufhabe oder eine Arda Güler-Fanbrille. Das haben die Zahlen, die Daten, die Fakten gezeigt, die ich euch in den Videos damals gezeigt hatte. Meiste Keypässe, meiste Assists, meiste Tore als Mittelfeldspieler. Die Connection zu Kylian Mbappé sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Also, dass da was ganz Besonderes ist zwischen dem Franzosen und dem Türken. Ja, und ich habe es in meinem Livestream schon gesagt. Wenn ich Álvaro Arbeloa wäre, ich komme in die Kabine und denke mir, was ist schiefgelaufen bei Real Madrid? Was ist der Unterschied zwischen den ersten 14 Spielen, wo Madrid 13 gewonnen hat, und den Spielen, die zum Untergang von Xabi Alonso geführt hat? Ja, das hat einen Vornamen und einen Nachnamen. Der Unterschied ist Arda Güler und Kylian Mbappé, als sie zusammen funktioniert haben. Und falls ein Álvaro Arbeloa das noch nicht gesehen hatte, bevor er gekommen ist, was ich bezweifle, spätestens im Spiel gegen Levante, sah es aus wie die Nacht und der Tag, nachdem du ohne diese Connection gespielt hast und nachdem du wieder mit der Connection Arda Güler und Kylian Mbappé gespielt hast. Ich sage jetzt nicht, dass wir mit den beiden die Champions League gewinnen. Aber ich sage, unsere Chancen sind deutlich besser, wenn die beiden spielen. Ja, also das ist meine persönliche Meinung. Und das scheint auch ein Álvaro Arbeloa so zu sehen, wenn man dem Ass vertraut. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ja, und bevor wir uns alle heute Abend beim Watchalong sehen, natürlich gibt es einen Watchalong, natürlich möchte ich dieses Spiel mit euch zusammen sehen und genießen, würde ich vorschlagen, dass ich die Aufstellung mache, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, im Tor Thibaut Courtois. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Mein rechter Verteidiger Fede Valverde. Von den anderen ist einfach noch keiner in dem Fitnesszustand, den es benötigt, um ein Champions-League-Spiel für Real Madrid zu spielen. In der Innenverteidigung, ich glaube, da haben wir nur zwei. Dienhausen und Raúl Asensio. Mein linker Verteidiger ist Eduardo Camavinga. Es tut mir leid, Fran Garcia, aber ich möchte dich nie wieder als linker Verteidiger von Real Madrid sehen. Höchstens in einer Fünferkette, wo du deine offensive Stärke zeigen kannst, wie bei der Club-WM, aber in der Viererkette unmöglich. Im Mittelfeld würde ich auf der 6 spielen mit einem Aurélien Tchouaméni. Auf den beiden Achterpositionen würde ich spielen mit einem Jude Bellingham und einem Dani Ceballos für den sicheren Spielaufbau. Ich glaube, das braucht ein Real Madrid. Davor auf der 10 würde ich spielen mit Arda Güler. Der soll so nah wie möglich sein an Kylian Mbappé. Und es tut mir leid, der Stürmer, der es am ehesten verdient hat zu spielen, ist meiner Meinung nach Gonzalo Garcia. Ich weiß, dass ein Álvaro Arbeloa ganz anders ausstellen wird, aber hier geht es um die Ausstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Und ich möchte deine Meinung wissen zu meiner Ausstellung, zu dem gesamten Video, zu allen Informationen, die du bekommen hast. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin kannst du gerne dieses Video liken, teilen, Follow dalassen, hypen. Bis heute Abend. A la Marie!